Ja, wie man sieht, wir haben Platten. Also früher als gedacht, hier schon in Norwegen. Aber ich habe gerade festgestellt, ich glaube, das Ventil ist nur ein bisschen undicht. Deswegen werden wir erstmal versuchen, das Ventil zu tauschen oder mal nachstellen. Vielleicht kann man das auch ein bisschen nachdrehen, einmal Luft drauf pumpen und gucken, ob es das hält. Weil der Reifen sieht an sich gut aus. Also ich glaube nicht, dass wir uns das eingefahren haben. Ja, müssen wir mal schauen, was das jetzt ist. Okay, ich setze mir mal ein neues ein. Ja, wir hatten ja gehofft, dass es nur das Ventil ist, aber das ist wahrscheinlich der Schlauch, da wo das Ventil in den Schlauch übergeht, weil wenn man hier wackelt, hört man das. Also wird wahrscheinlich der Schlauch irgendwie einen weg haben. Schade. Das Gute ist, auf Eis rutscht das schön leicht. So, wir wollen jetzt einmal den Schlauch ausbauen und gucken, ob das wirklich hier am Ventil ist, wo das undicht ist, oder ob vielleicht hier irgendwo was drin ist im Schlauch, dass da nur die Luft rausströmt. Und vielleicht kann man den Schlauch ja noch reparieren. Ansonsten hätten wir auch einen Ersatzschlauch dabei. Ja, wir hatten ja heute den Platten. Haben eigentlich gehofft, dass vielleicht nur das Ventil kaputt ist. Aber das Ventil scheint irgendwie am Schlauch kaputt zu sein oder sowas. Und wir haben einen Ersatzschlauch mit, wollten den ganzen Kram wechseln. Haben aber den Felgenring nicht lose bekommen. Dieser Federring, den haben wir lose bekommen, aber irgendwie ist er festgegammelt oder so. Und dann zog hier noch, wie man vielleicht auch gerade merkt, so ein Schneesturm auf. Und ja, wir sind total durchgefroren. Wir haben jetzt die Sachen hier hingehängt zum Trocknen, weil alles total nass geworden ist. Die Wimpern, die waren richtig gefroren. Und wir müssen uns jetzt hier erstmal aufwärmen. Eigentlich wollten wir heute auch weiterfahren, aber wir bleiben jetzt noch einen Tag hier und fahren morgen dann nach Bordeaux und suchen uns da dann eine Werkstatt und wollen das dann da machen lassen. Weil ja, irgendwie ist das Ding halt fest und die können uns bestimmt weiterhelfen. So, wir haben jetzt eine Reifenbude gefunden, die uns den Ring runtergeholt hat. Der war auch echt fest, war voll festgegammelt. Aber die haben das mit der Maschine runtergedrückt. Und wir schrauben jetzt das Rad wieder gerade hinten rauf. Aber hier ist gut, hier ist schön warm, nicht so wie draußen im Schneesturm. Ja, da das dann in der Werkstatt ja doch ein bisschen schneller ging, als wir eigentlich dachten, sind wir direkt zur Fähre gefahren, weil wir heute auf die Lofoten wollen und sind über 4 Stunden zu früh da und vertreiben uns jetzt ein bisschen die Zeit mit Papierkram und Reiserecherche. Wir sind jetzt auf der Fähre nach Moskenes und ja, also vorne der Serviceschalter war schon zu und da stand, dass man die Tickets an Bord kauft. Und dann fahren wir rauf und dann frage ich den Typen, ja, wie es aussieht wegen Ticket kaufen. Und er meint, no, it's for free. Ja, jetzt sind wir etwas perplex und wissen jetzt nicht genau, was jetzt los ist. Mal gucken, also es soll in einer halben Stunde ablegen und ja, so ganz verstanden haben wir es jetzt noch nicht. Also es ist auch total leer hier. Vorne war halt ein Schild, das halt wegen hier Grippe, Alarm, dass der Serviceschalter auch nicht besetzt ist und er hat uns einfach so jetzt raufgewunken. Ja, mal gucken, was noch so kommt. Wir kommen gegen 20:30 Uhr in Moskenes, einem kleinen Hafenort mit ca. 1000 Einwohnern, an. Die Fähre hat für die Überfahrt etwa 4 Stunden gebraucht. Wir suchen einen etwas abgelegenen Platz direkt am Hafen, nur etwa 1 bis 2 Kilometer vom Fähranleger entfernt. Erst am nächsten Tag geht es weiter nach Orr, ganz im Süden.
Für die Nacht suchen wir uns einen Platz in einem kleinen Dorf an einem Leuchtturm. Eigentlich gibt es hier auch die Möglichkeit, Wasser aufzufüllen, aber im Winter ist die Entnahmestelle geschlossen. Ja, in den letzten Tagen war es ja etwas stürmisch und ein bisschen verregnet und verschneit und relativ kalt. Und nun freuen wir uns, dass wir hier so ein bisschen am Strand sind und einen Strandspaziergang machen können. Die Temperaturen sind relativ mild und es regnet auch nicht. Die Sonne kommt ab und zu raus. Es ist richtig schön hier. Wo wir jetzt genau sind, weiß ich nicht, aber das finden wir noch heraus. So, wir nutzen das trockene Wetter und machen uns einen schönen Grog. Draußen natürlich. Warst begeistert, ne, von der Idee? Ist doch schön hier. Bisschen frisch, aber es ist okay. So, da oben wollen wir rauf. Da hinten stehen wir. Und ja, mal gucken, ob das alles klappt. So schneetechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus, also sollte man ganz gut durchkommen. Aber mal gucken, was da oben am Kamm los ist. Eigentlich war der Plan, ein bisschen kiten zu gehen, aber als wir alles zusammengepackt haben, aufgebaut, war plötzlich der Wind weg. Und dann haben wir uns überlegt, okay, gehen wir los, machen eine kleine Bergtour. Und jetzt ist es natürlich wieder windig geworden, wie es halt immer so ist. Aber es macht nichts, es ist trotzdem ziemlich geil. In dem einen Bergführer gestern stand auch eine schöne Formulierung drin. Die Lofoten sind wie die Schweizer Alpen, als hätte man sie 2000 Meter im Meer versenkt und nur die Gipfel gucken noch raus. Also es ist wirklich ein wahnsinnig guter Vergleich, wenn man das hier so sieht. Wir sind jetzt das erste Mal auf so einer Bergtour mit dem Eispegel unterwegs. Das ist echt ziemlich cool. Also gibt ein ganz gutes Gefühl an Sicherheit, wenn man wirklich mal abrutscht oder stürzt oder sowas. Ja, wir kommen jetzt gerade von unserer Wanderung zurück und kriegen mit, dass der ganze Weg zu unserem Bus total zugeschneit ist von dem Schneesturm. Zwischendurch sind richtig starke Böen, jetzt geht's gerade, aber es ist schon echt heftig zwischendurch. Nach 3 Tagen wollen wir dann jetzt diesen schönen Platz verlassen und wollen den vereisten Weg auch wieder zurückfahren. Wie wir gelernt haben, muss man hier im Winter viel Zeit mitbringen. Wir suchen uns einen windgeschützten Platz, weil für die nächsten Tage starker Sturm angesagt ist. Bei Nussfjord, einem sehr schönen kleinen Fischerort, stehen wir allerdings doch nicht so windgeschützt, wie wir dachten.
Also eigentlich war es ganz geil. Also ich war ungefähr 5 Minuten draußen und hier ist extrem böig, dadurch, dass hier die Berge rundherum sind. Verwirbelt der Wind ganz schön. Und dann wurde ich vom Kite überflogen. Der Kite ist ausgeweht, naja, und dann musste ich auslösen. Und ja, dann ist das dabei rausgekommen. Jetzt muss ich das erstmal wieder enttütern. Und jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Und mal gucken, ob ich dann nochmal rausgehe. Oh, Abbruchkante. Das waren nur Steine, nichts, was aufs Dach gefallen ist. Wir sind mal wieder wandern. Eigentlich wollten wir noch ein Stück weiterfahren. Wir mussten jetzt vor so einem Tunnel, mussten wir gestern anhalten, weil da waren Arbeiten, der Tunnel war gesperrt. Haben wir auf dem Parkplatz jetzt übernachtet und wollen jetzt um so einen Felsen oder um so eine Bergkette einmal rumgehen und dann versuchen, auf den Berg raufzukommen. Muss man mal gucken, ob das geht oder ob da noch zu viel Schnee liegt. Aber hier diese ganze Seite, das ist so diese Südseite, da ist eigentlich alles ganz gut weggetaut, aber mal gucken, wie die Nordseite aussieht.